Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin-Tutorial-Reihe. Heute geht es um das Lightning Network und dafür grundlegend wichtig sind natürlich erstmal Payment Channels. Das heißt, gut, ihr braucht nicht die Details für einen Payment Channel zu kennen, also Asymmetric Revocable Commitments und so weiter. Verstehe ich, wenn ihr das nicht ganz verstanden habt. Ich habe auch sehr, sehr viele Anläufe gebraucht, bis das irgendwie in meinen Kopf rein wollte. Aber ja, Payment Channels sind sozusagen das, was das Lightning Network ausmacht. Denn das Lightning Network basiert oder besteht jetzt quasi aus mehreren Payment Channels. Das heißt, hier jetzt zum Beispiel 4 User und zwischen jeweils 2, also hier zwischen gibt es einen Payment Channel, hier zwischen gibt es einen Payment Channel und hier unten gibt es auch nochmal einen Payment Channel. So, und das Tolle ist jetzt, das kann man natürlich auch als Graph darstellen, also so ein Lightning Network kann mehrere Millionen User beinhalten. Es reicht aus, wenn jeder User, also es reicht nicht ganz aus, aber wenn jeder User mindestens einen Payment Channel hat, dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, Geld zu überweisen. Und zwar Lightning Fast, also blitzschnell. Das war jetzt sehr schlecht übersetzt, aber egal. Daher kommt der Name Lightning Network, deswegen wollte ich das kurz aufgreifen. So, kleines Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir jetzt einfach mal das Szenario, dass hier unten, na komm schon, dass hier unser, nennen wir ihn einfach mal Charlie, möchte Geld von, keine Ahnung, es ist nicht Alice, Alice war rechts oben, also nennen wir sie einfach mal Eve oder sowas. Genau, möchte Geld haben. So, und zwar genau eine Bitcoin. Dazu gibt er einfach mal einen Hashwert von seinem Revocation Key weiter. Das ist einfach wieder mal ein Schlüssel, der sozusagen dazu da ist, um später zu beweisen, dass derjenige richtig gehandelt hat, sozusagen. Gut, ja, jetzt also er braucht natürlich irgendwie einen Grund für seine eine Bitcoin, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Man möchte einfach Geld überweisen, warum, ist jetzt eigentlich egal. Und jetzt gibt es natürlich keinen Payment Channel zwischen den beiden, also zwischen Eve und Charlie, sondern ja, den muss man erst noch irgendwie aufbauen. Es gibt aber einen Payment Channel zu Alice, es gibt hier einen Payment Channel zu, das war Bob, glaube ich, und es gibt auch einen Payment Channel zwischen Bob und Charlie. Das heißt, wir können hier einfach so das Geld überweisen, theoretisch, über Payment Channels. Das heißt, das Ganze muss nicht auf unsere Blockchain drauf, sondern kann off-chain gemacht werden. Und das bringt natürlich erstens mal Geschwindigkeit, denn das Ganze kann sofort gemacht werden. Das sind einfach im Endeffekt ein paar Nachrichten, die geschickt werden. Das macht ihr die ganze Zeit mit eurem Webbrowser. Das geht keine Sekunde, bis dieses Payment auch wirklich da ist, wo es hingehört. Das ist halt das Tolle. Und zweitens, man braucht keine Kosten, also keine Fees zu bezahlen an die Miner. Das heißt, da spart man auch nochmal einiges ein. Und das macht das Ganze nämlich deutlich nutzbarer, sage ich jetzt mal. Und ja, bringt natürlich auch einiges vorwärts. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Eve hatten wir gesagt, besitzt den Hashwert von R. Und natürlich weiß hier unser Charlie immer noch, was R tatsächlich in echt ist. Und jetzt bezahlt Eve sozusagen für die Kenntnis von R eine Bitcoin. Das heißt, insgesamt wird hier eine Bitcoin überwiesen für nur dieses R. Das R ist natürlich ausgedacht, also irgendein zufälliger Wert, aber man kann es natürlich auch einfach dafür sozusagen für die Waren sehen und die Waren werden dann mehr oder weniger repräsentiert, indem okay, jetzt werden wir philosophisch. Egal. Auf jeden Fall, was Eve jetzt hier macht, ist, sie sagt, ich zahle 1,02 Bitcoin, wenn du mir R zeigen kannst. Das sagt sie zu Alice. Alice macht dasselbe mit Bob. Das heißt, sie sagt hier, ich möchte 1,01 Bitcoin, wenn ich R von dir bekomme. Also ich bezahle 1,01 Bitcoin dafür, dass du mir R schickst. Und Bob wiederum sagt dasselbe zu unserem Charlie hier unten. Ich bezahle dir eine Bitcoin, wenn du mir R gibst. Und dann hat natürlich Charlie genau das, was er wollte. Er bekommt eine Bitcoin, denn er hat ja R. Er kann R einfach an unseren Bob schicken. Bob kann R hier hochschicken, bekommt dafür 1,01 Bitcoin. Das heißt, ihr seht, hier ist auch eine gewisse Gebühr dabei. Die kann natürlich deutlich geringer sein. Und wieder weiter, Alice schickt an Eve einfach mal das R und bekommt dafür 1,02 Bitcoin. Ja, und somit hat Eve insgesamt eine Bitcoin an unseren Charlie gezahlt, hat dafür natürlich aber ein bisschen mehr ausgegeben. 0,02 Bitcoin waren jetzt hier Transaktionsgebühren mehr oder weniger. Damit werden eben diese Payment Channels gespeist sozusagen. Das heißt, damit die eben nicht irgendwann aussterben. Wenn es immer nur in eine Richtung geht, dann kann so ein Payment Channel natürlich auch mal aussterben, was natürlich schade wäre. Dann muss man wieder Geld reinstecken und mehr Geld reinstecken. Wenn es immer nur in eine Richtung geht, ist es halt doof.
Aber ja, diese 1,02 Bitcoin sind sozusagen immer auch eine kleine Gebühr für die Leute, die eben an dem Lightning Network teilnehmen wollen oder tatsächlich teilnehmen. In der Praxis funktioniert das Ganze noch nicht. Das heißt, es ist einfach noch in der Beta. Es wird aber, soweit ich weiß, relativ bald rauskommen. Das heißt, eventuell, wenn ihr dieses Video seht, ist es schon draußen. Schaut einfach mal nach, ob das schon der Fall ist. Falls ja, könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben. Falls nein, dann lasst es halt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.